Spiel 1 als Tabellenführer, Spiel 1 im neuen Jahr hier in-game im Schnee. Nicht wundern, draußen ist Sommer bei uns und hier in-game fallen die Schneeflocken. Also, wir sind angekommen im neuen Jahr hier in-game. Wir haben viel vor. Die Rückrunde steht bald bevor. 2 wichtige Champions-League-Spiele noch in der Ligaphase. Viele Transferanfragen, viele Jugendspieler, die ich schon auf die Liste gesetzt habe und verkauft habe, dass unser gesamter Kader mal ein bisschen ausgedünnt wird. Das ist echt Wahnsinn, wie viele Spieler wir haben. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie wir gegen Bremen spielen, die letzten 5 Spiele nicht gewonnen haben. Spielen auch ein ähnliches System wie wir. Also, wird sehr, sehr spannend, wie wir das Ganze jetzt als Tabellenführer angehen. Wir sind jetzt die Gejagten. Wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, sind wir Meister. Also, wir haben jetzt alles in der eigenen Hand. Auch in den direkten Duellen dann gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig. Ich glaube, die 4 Mannschaften machen die Meisterschaft unter sich aus. Dahinter die Teams, die sind einfach ja, nicht konstant genug, nicht stark genug, schon zu weit weg. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was die Bremer hier heute machen. Viele haben auch wieder diese blauen Augenbrauen. Also auch da wieder schöner Ingame-Bug. Und auch hier wieder das altbekannte Bild der letzten Spiele. Der Gegner mit viel Ballbesitz. Versucht, ja genau, checkt den erstmal 10 Meter weg. Mit viel Ballbesitz und versucht dann die entscheidende Lücke zu finden. Bangula. Schneller trickreicher Mann. Genau wie quasi alle Bremer. Oder alle Gegner. Mensah, pass auf, sehr schön gemacht. Erster Versuch, erste Aktion hier umzuschalten. Mensah wartet vorne auf de Graef. Oh, der wird aber zu lang. Der wird, glaube ich, zu lang. Ah, warte mal. Rebound. Kommt Mensah nicht ran. Zu spät getimed. Und die Bremer kommen. Kobani, richtig gut, ist dazwischen. Die Chance umzuschalten. Mensah, Kusiasare und de Graef gegen Chachua. Scheint auch nicht langsam zu sein. Oh, was macht der Bremer Keeper? So ein Pfeifer, da muss er sich durchsetzen, genau. Er überholt mal einen Spieler. Krass, dass das noch möglich ist. Er geht an dem Spieler vorbei und gewinnt dann einfach diesen Kopfball. Das ist unglaublich, dass ein Spieler seiner Qualität das auch hier in-game mal hinbekommt. Vorbei und nicht einfach hinterm Gegner stehen zu bleiben. Karl mit Tagelspitze 1, 2, 3. Kusiasare nimmt da mit. Oh, der Ball mit dem Außenriss gespielt. Ott bleibt vorne. Aber war dann wohl im Abseits de Graef. Also es ist schwerer geworden. Es läuft insgesamt nicht mehr so wie am Anfang der Saison. Klar, vielleicht ist es gerade jetzt auch mal so eine Phase, wo wir uns mal durchbeißen müssen, wo der Gegner viel Ballbesitz hat, oder liegt bestimmt am Update. Ich rede mir das jetzt einfach ein, das liegt am Update, was rausgekommen ist vor einer Woche oder so. Deswegen sieht es gerade so aus, wie es aussieht, weil ich habe echt das Gefühl, dass die KI so lange, wie gesagt, auf Ballbesitz spielt und sich so lange den Ball hin und her spielt, bis dann die entscheidende Lücke da ist und erst dann bespielen sie das. So, ist mein Eindruck. Aber die Bremer kommen und das ist sehr gefährlich, aber Avasir ist auch da. Und wenn sie da nach vorne kommen, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Henry, keine Ahnung. Gegen Kusiasare kommt er nicht hinterher. Karl gegen Pieper. Gegen 2 Mann, da kommt er nicht mit. Und jetzt läuft de Graef in der Mitte ein. Und Stankovic ist da mit seinen Pranken. Auch der Trainer mit blauen Augenbrauen. Und Lennart Karl mit der Ecke. Die kommt gar nicht so schlecht. Aber Siem steigt hoch. Und Bremen klärt. Den kriegt ein Bangula noch. Es gibt's doch nicht. Den kriegt er noch. Warum kriegt er den denn noch? Ein Bangula gegen Mensah. Ist da, stellt zu. Und alle stehen wir da, wo sie stehen sollen. Aber Chancen gibt es ja trotzdem. Und Aktion nach vorne. Also ist ja nicht jetzt so, dass wir nur dieses Ball hinten rumgeschiebe haben, sondern wir sehen auch Torchancen auf beiden Seiten. Das ist auch immer wichtig. Ja, und statt jetzt ist das ein sehr unterhaltsames 0-0. Rice fängt den Ball ab. Mensah. Wir müssen uns halt belohnen. Das ist immer die Devise. Wir müssen uns belohnen. Da ist die Lücke. Mensah. Und Rice kann es probieren. Von außerhalb des Strafraums. Aber der muss mit links schießen. Wenn der mit rechts schießt, das ist so, als wenn ich mit links schießen würde. Das klappt einfach nicht. Es gibt so Sachen, die müssen nicht unbedingt sein. Es geht gut und schnell und direkt nach vorne.
Auch wenn nicht jeder Ball ankommt, aber es ist schon mal ein ganz anderes spielerisches Niveau als noch vor ein paar Spielen. Aber solche Durchhänge hast du immer. Die werden wir auch noch in der Rückrunde haben teilweise. Aber wir brauchen ein Tor. Hier, gut. Aufgepasst, aufmerksam. Die Chance. Oh, in die Tiefe. Kriegt er den hin auf Mensah? Ja, den kriegt er. Mensah. Oh, Auffahrunfall. Ja, und dann kommen die Bremer nochmal. Palumbo, Bangula. Jetzt ist aber erstmal Schluss. Kurz pausieren, kurz aufwärmen, einen heißen Tee trinken. Und dann geht's rein in Halbzeit 2. Es ist schwer. Ja, auch hier wieder der Gegner, zwar mit viel Ballbesitz, aber ohne Schuss aufs Tor. Das ist so das Bild der letzten Spiele. Und die Aufstellung ist jetzt auch, ja, glaube ich, ganz gut. Da haben wir uns jetzt auch gefunden. Ich kann natürlich auch immer umschalten. 4-2-3-1, 4-4-2 ist ganz schnell mal ausgewählt. Ja, ich glaube, dieses 4-3-3 ist gerade defensiv auch sehr, sehr wichtig jetzt gerade für uns geworden. Bangula 1 gegen 1. Hier machen wir es eng. Palumbo, Pfeiffer ist da. Und dann geht es schnell und direkt nach vorne. Genau, sehr, sehr gut. Kusiasare. Karl, ja, erster Versuch klappt nicht. Und der ist jetzt im Abseits. Ja, kommt aus dem Abseits. Schade. Aber sie im Pfeiffer bei unserer Verteidigung steht auch wieder. Richtig gut gemacht. Mensah hat Platz nach einem Doppelpass. Mensah allein gegen alle. Keiner greift ihn an. Und das war dann mehr so ein Verzweiflungsschuss. Schade, da dachte ich, komm, da wären wir frei. Da nimmt er den ganzen Schwung mit. Und auch den Ball fangen wir ab und dann geht es wieder nach vorne. Also wir nisten uns jetzt langsam immer mehr und mehr ein. Der Druck wird größer. Kurbani läuft mal mit, de Graef, Kurbani hinterläuft, kriegt den Ball und jetzt in der Mitte, da ist Mensah zum ersten, Mensah zum zweiten. Und dann immer wieder dieser Stankovic. Der macht heute das Spiel seines Lebens. So viele Bälle hält der nie wieder. Ecke, Mensah, Ecke kommt gut rein, aber Siem ist da. Kopfball war auch nicht schlecht. Ich fühle das, aber Siem, sein Gesichtsausdruck gerade, oh. Schon wieder kein Eckballtor. Obwohl wir ja schon eins gemacht haben. Kusiasare! Auf der Linie. Wenn der Keeper den nicht hält, dann ist immer einer auf der Linie dabei, der den dann noch da runterkratzt. Das ist krass. Jetzt kommt ein Bangula gegen Schema. Oh, kommt er nicht hinterher. Jetzt fehlt Ott. Aber siehe mit der Grätsche, ja, muss auch sein. Da wir auch gerne mal mit einführen, mit reinwerfen, mit reinbringen in sein Spiel. So. Wechsel, Hits. Frische Kräfte. Droh hat ja in Gladbach dann gut performt, hat ja noch getroffen. Und ansonsten lasse ich das so. Lässt sich trotzdem gut spielen. Wir kriegen unsere Chancen. Stehen weiterhin trotzdem hinten sehr solide. Und nach vorne ist es dann wahrscheinlich die eine Aktion, die wir dann jetzt endlich mal nutzen müssen. Damit wir hier weiterhin auch Tabellenführer bleiben. Bremen kommt. McAtee. Gegen Corbane. Abgelaufen. Super. Auch der hat sich zu einer festen Größe entwickelt. Als Linksverteidiger. Und Rohr hat Platz. Nimmt den Ball, hat den Ball. De Graef und Kusiasare in der Mitte. Kusiasare, da ist er. Hält sich den Ball. Und Gegner vom Leib. De Graef. Jetzt ist große Verwirrung im Strafraum. Ping-Pong. Niemand weiß, wo der Ball ist. Und dann kommt Avazir Mama mit einer Verlegenheitsgrätsche. Ist aber offensichtlich fair gewesen, aus Sicht des Schiedsrichters. Und McAtee, er kann es mal versuchen. Da wollte er es mal probieren, hat aber zum Glück nicht geklappt. De Graef. Oben auf von der Hitz, der kommt auch ran. Aber nichts Gefährliches. Es plätschert jetzt so ein bisschen dahin. Also wir sind trotzdem noch überlegen. Wir gewinnen auch viele Zweikämpfe, gerade auch im Mittelfeld. Wir lassen hinten bislang nicht zu. Aber das heißt nichts. Und dann warten wir weiterhin auf das erste Tor des Spiels. Im Schneetreiben hier von Duisburg. Flanke kommt. Achtung, Jinma ist da. Jinma und Braune. Und warum hatte ich Braune ausgewählt bekommen?
Erster Kopfball, gefährlich. So, ein Doppelpass. Jawohl, und jetzt warte ich, jetzt verzögere ich ein bisschen. Damit Von der Hitz richtig viel Platz hat. Und Droh in der Mitte muss sich positionieren. Da ist er doch. Da ist Droh. Und wieder Stankovic. Das gibt's nicht, ey. Oh, aber Siem kriegt gelb. Für eine Aktion von vor 20 Minuten. Schade. Ja, diese Verlegenheitsgrätsche da. Aber da auch wieder die große Chance. Das hat er in der ersten Halbzeit auch schon gehabt. Oder war das Mensah? Große Chance, die er da verpasst. Ecke. De Greef, die kommt gut rein. Kusiasare fliegt vorbei und dann kommt vorne Jinba ran. Und jetzt kommt Pfeiffer! Wow, was hat der für einen Schuss? Was hat er denn für einen Huf gehabt da? An die Latte als Innenverteidiger. Schade, aber das war klar, dass ich da drauf schießen muss, oder? Hatte sie schon angedeutet. So, vielleicht jetzt. Doppelter Doppelpass. Bremer sind aufmerksam. Und haben Glück, dass es nicht schon 1 oder 2-0 steht. Also die Führung wäre jetzt längst verdient. Aber wir müssen die Bälle ins Tor schießen. Das ist der große Unterschied. Und das klappt momentan leider noch nicht in dem Spiel. Ich gehe jetzt noch nicht aufs Teampressing. Das hat gegen Gladbach direkt zum Gegentor geführt. Und die Bremer spielen hintenrum. Da gibt schon das gellende Five-Konzert, warum man so spielt. Verstehe ich auch nicht, aber es klappt. Das Mittelfeld ist jetzt überspielt, aber Droh im Zweikampf sehr, sehr schön gemacht. Eine der letzten Aktionen hier, 5 Minuten vor Schluss. Kobani kommt mit nach vorne, de Greef. Kobani wird geschickt und jetzt, wer ist in der Mitte? Da ist keiner. Da ist keiner. Rice muss es mal alleine probieren. Von der Hitz. Justin Von der Hitz alleine im Strafraum. Und Stankovic ein ums andere Mal. Also wie viel Paraden der heute hat. Der kriegt heute einen Bonus. Weil er über 10 Paraden gemacht hat. Da kriegt er pro Spiel immer einen Bonus wahrscheinlich. So, eine der letzten Aktionen jetzt in dem Spiel. Komm. Da muss es heute durch eine Ecke klappen. Kusiasare! Soll nicht sein. Auch der Kopfball war wieder nicht verkehrt. Wenn er sich ein bisschen früher senkt, so wie gegen Wolfsburg, dann steht es 1-0. Und ich glaube, somit haben wir ein sehr, sehr seltenes Ergebnis. 0-0. Also 0-0 sind bei mir wirklich, wirklich eine Seltenheit. Wenn es hochkommt, 2 oder 3 Spiele. Und das ist eventuell jetzt ein Spiel von denen gerade gesagt, wo es 0-0 ausgeht. Oder kommen die Bremer nochmal? Oder kriegen wir nochmal eine Chance? Ich glaube nicht. Wenn, dann müssten wir jetzt den Ball gewinnen. Ne, ich glaube, das wird beim 0-0 bleiben. Und so ist es auch. Also, viele Chancen, viel probiert. Ein Lattenkracher von Pfeiffer, wie er im Buche steht. Ja, und am Ende werden wir wahrscheinlich die Tabellenführung verlieren. Und die Bremer, ja, gehen mit einem Punkt vom Platz und wissen gar nicht warum. Aber auch so Spiele gehören dazu. Schade, drückend überlegen. Aber leider aus den wenigen Chancen, oder aus den vielen Chancen, so muss man das sagen, wenig gemacht. Ach, jetzt kommt es ja zum Spitzenduell. Na, herzlichen Glückwunsch bei den Bayern. Da haben wir ja noch was gut zu machen. Da haben wir letzte Saison nicht gut performt. Da sind wir ganz schön unter die Räder gekommen. Jetzt gucke ich mal hier die ganzen anderen Angebote, die halt reingekommen sind gerade. Ihr seht, ich habe viele, die ich jetzt einfach verkaufe, weil die versauern bei mir. Die sollen ja auch spielen. Schwab, Wenz, ihr seht ja, was die, auch LeBlanc, gibt nochmal gut Geld. Ich werde ja niemanden mehr kaufen können jetzt im Winter. So ein Backup oder so. Sorry, Boss, aber ich muss dir meine Meinung sagen, ausgewechselt zu werden ist immer hart. Aber beim letzten Spiel war ich davon überzeugt, dass ich das Remis noch in einen Sieg verwandelt hätte. Ich hätte noch mindestens eine gute Torchance bekommen. Aber jetzt ist es zu spät. Wir haben 2 Punkte verschenkt. Lennart Kahl, weißt du, 18 Jahre. Haut mal einen raus an den Trainer. So, was haben wir hier? Das habe ich doch aber angenommen, oder nicht? Achso, hier, das muss ich ablehnen. Oh, die haben 150.000 mehr geboten. Macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. So. Vielleicht fliegt ja noch irgendwo ein Spieler rein. Vielleicht kriegt man ja noch mal irgendwo einen Spieler. Das nehme ich jetzt auch mal an. Vielleicht hat er dann 2 gültige Arbeitsverträge. Was die für Probleme hier haben, ey, Junge, ist doch ganz normal, dass du auch mal ausgewechselt wirst. Muss man nicht gleich so einen Hermann draus machen. So, jetzt gibt es die ganzen Abgänge. Ach, Herzschmerz. Ein weiterer Spieler, der wahrscheinlich nie gespielt hat. Ach, ich glaube, das ist Damian Fischer. Der ist zu groß für die Kamera. Der ist ganz schön groß, mein lieber Freund. Ganz schön in die Breite. Ach nee, José Carmona. Nach Le Havre.
Gut, hätte ich auch mehr verlangen können. Auch LeBlanc wechselt zu den Go-Ahead Eagles. Hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld geben können, ja. C, okay. Also 2 Abgänge für Naidu. Nächster Spieler ist auch ein Angebot reingekommen. Erstmal eine Leihe. Oder ach nicht, hier 1,3 Millionen. Die haben eine Leihe geboten. Ja, können wir auch akzeptieren. Der wird auch nicht spielen, denke ich mal. So, spulen wir vor. Die Bayern, wie gut sind sie drauf? Wir sind Zweiter, Leipzig ist wieder Erster. Haben schon gespielt. Die Eintracht ist wahrscheinlich Dritter, wenn Bayern jetzt auf Platz 4 gerutscht ist. Jetzt ist schon mal ein direktes Duell. Auch die Spiele, die können wir gewinnen und müssten eigentlich auch gewinnen, wenn wir Deutscher Meister dann am Ende werden wollen. Die Bayern, die letzten beiden Spiele nicht gewonnen und auch so nur 2 Siege, zwar unentschieden. Boni vorne. Brian Zaragoza ist das der auf dem linken Flügel. Pavlovic, Kimmich, Palinja, Dean Huijsen, Hachiampong, ganz wilde Truppe hier. Amenduzi, Perry Kane auf der Bank, Musiala. Also bei Kane und Musiala kannst du davon ausgehen, dass sie spielen. Olise, Boni wird, glaube ich, nicht von Anfang an spielen. Also, das letzte Spiel der Hinrunde gegen die Bayern. Bei einem Sieg oder auch schon bei einem Remis sind wir wieder Tabellenführer, weil Leipzig auch nicht gewonnen hat. Zweites Unentschieden oder Niederlage. Leipzig spielt gegen Dortmund, okay? Oder haben gegen Dortmund oder spielen als nächstes gegen Dortmund. Die Bayern können an Frankfurt vorbeiziehen. Ja, also holen wir uns die Herbstmeisterschaft, würde ich sagen. Mit einem Punkt in München ist dies vollbracht. Ansonsten ist Leipzig Herbstmeister, Wintermeister, je nachdem. Und dann geht es auch schon rein in die Rückrunde. Also, macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und schaltet rein zum absoluten Topspiel zum Ende der Hinrunde in München. Macht's gut. Ciao, ciao.